Hallo alle zusammen, ich heiße Katharina und jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich euch von meinem Hobby Stricken und Häkeln erzählen wollte. Zuerst wollte ich an allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben und die Kommentare geschrieben haben. Dankeschön und ein Herzchen für euch. Ich grüße auch und lade herzlich die Stricker und Strickerin, die zufällig meinen Kanal gefunden haben. Herzlichen Willkommen an euch auch. Und jetzt erzähle ich, was habe ich in dieser Zeit gemacht. Habe ich leider nicht so viel, war zu warm und deswegen in irgendwelchen Gründen konnte ich nicht vorauskommen. Letztes Mal habe ich euch erzählt, dass ich wollte was für mein Kind stricken. Habe ich das gemacht, aber dieses Projekt wird nichts, werde ich ihm riebeln und lösen. Ich zeige euch, das ist da ein Teil, habe ich schon von der Nadel genommen. Ich wollte die zwei verschiedene Garne verwenden. Das da den Garn, die ich letztes Mal gekauft habe, Eka Cotton von Firma Jan Art und Alize Bela Batik Design von Firma Alize. Das ist da 100% Baumwolle. Genau. Und eigentlich die Hose habe ich auch gemacht und ich habe schon das alles ausgeriebelt. Die Idee war, dass ich probiere, nicht klassisches Reglan, sondern diese Methode von Suze Meyer heißt die. Das ist da, dass es zuerst die Schulter werden auf entsprechende Länge stricken und danach die Ärmel. Die Oberteil habe ich entschieden von Eingang nehmen und danach von unteren Teil die Hose habe ich diese Garn verwendet. Aber bis ich das fertig gestrickt habe, mein Kind ist schon gewachsen und deswegen wird nichts. Die muss ich eigentlich, habe ich meine ersten Gedanken, dass ich repariere das, dass ich ein bisschen mehr stricke, aber nachher habe ich probiert und diese Idee, dass es da Kombi stricken Hose plus Oberteil, das ist nicht so bequem, weil die Hose habe ich wie ganz normal, weil bei Kindern ist hier kann man offen und diese Öffnung habe ich nicht gemacht und deswegen, dass es da in diesem Alter ist noch nicht praktisch. Deswegen habe ich entschieden, dass ich löse es und nach diesem Projekt habe ich gedacht, ich werde gar nichts mehr stricken, aber für Kind meine ich, aber das wird nicht passieren. Das ist sowieso wollte ich was machen für mein Kind, natürlich. Von den Wolle. Diese Wolle
hat mir wirklich ganz gefallen und ich werde noch mal nachkaufen. Das ist da wahrscheinlich keine Babywolle, wie das heißt, sondern für Erwachsene ist bis jetzt nach dem ein einziges Strickstück werde ich sagen, ich werde das nochmal nachkaufen und was für mich stricken. Und diese Wolle hat mir gar nichts gefallen an der Qualität, die nachher an den Strickstück wird. Das ist erste Gedanken, das ist, wenn ich in Waschmaschine einmal wasche, dann dieses Stück wird nicht mehr als neu aussehen. Das wird wie, weiß ich nicht, wie 10 Jahre getragene Kleidung aussieht. Das ist nur meine Gedanken, habe ich noch nicht probiert. Vielleicht, wenn jemand weiß, wie diese Wolle nach dem Waschen aussieht in Waschmaschine, vielleicht täusche ich mich. Und dann wird wirklich genauso aussehen wie diese Wolle. Aber von dem Teil wird nichts und ich werde nicht nachstricken, werde ich nicht mehr reparieren. Ich habe gedacht, die wahrscheinlich einen Top zu stricken und die verschenke ich einfach an den Aktion 28 Luftmaschen. So, was habe ich noch an der Nadel? Ich habe an der Nadel so ein Poncho-Projekt. Das ist da Vorderteil. Und das sieht so ein wunderbare Lochmuster. Diese Poncho stricke ich von den kostenpflichtigen Einleitung von Webseite katja.com. Aber diese Einleitung habe ich kostenlos bekommen. Warum wollte ich euch das jetzt erzählen? Ich habe die Newsletter abonniert von die Seite Katja und mir wurde ein Willkommenscode per E-Mail gekommen und ich durfte 3 Einleitungen kostenlos auswählen. Eine von denen war die Poncho, die hat mir für die einfache Sommerprojekt gefallen und die in erster Linie hat mir diese wunderbare Muster gefallen. Ich stricke von mein Sommervorrat, sage ich sowas. Das ist Wolle, die ich in Aldi gekauft habe. Das ist ein Set, heißt Elba und hier ist 100%ige mercerisierte Baumwolle in 40 Gramm, 125 Meter. Ich habe 2 Packungen und
in jeder Packung ist 6 Knolle. Und ich hoffe, das wird genug auf diese Poncho, weil es gibt es keine Möglichkeit, ich denke, Aldi, das ist keine Aldi-Angebot, aber Ingolstadt, Importeur aus Ingolstadt, produziert es oder importiert. Das ist da keine Möglichkeit nachzukaufen. Das wollte ich sagen. Aber metallisierte Baumwolle ist wunderbar zu stricken und macht wirklich Spaß. Das war's, was ich auf dem Nadel habe. Mehr nichts. Ehrlich gesagt, ich warte auf kühleres Wetter und ich hätte gern eher Winterprojekte zu stricken von den Mohair oder Wolle, kein Sommerprojekt. Vielleicht nachher fange ich noch irgendwelche Sommerprojekte, aber das ist nur für den Zwischendurch, für nächste Sommersaison. Aber ehrlich gesagt, im Sommer wahrscheinlich euch geht auch nicht bei mir kommt nichts wie im Winter. Genau. Und jetzt wollte ich euch erzählen, was ich gekauft habe. So, ich war in einem kleinen netten Laden, die heißt Die verrückte Nadel. Und ich habe da gekauft von 4 Knolle, von Lan Jans und heißt diese Norma Color. 35% Mandal, 55% Baumwolle und 10% Viskose. Das ist ein Kettgarn und das ist da super weich in solche helle Graufarbe. Und an dieser Stelle Dankeschön an die Verkäuferin. Sie hat mich gut beraten, wirklich ganz nett und immer kompetent. Sie hat mir gesagt, dass es diese 4 Knollen reicht für den Oberteil für mein Kind, sage ich so. Mal sehen. Ich wollte noch die Kapuze dazu haben. Mal sehen. Ja. Obwohl ich habe genug Kleidung für Kind und ich weiß nicht, natürlich, wenn ich das stricken werde und noch dazu, das wird passend, da wird wahrscheinlich in Priorität, dass ich ihm das anziehe. Ja. Und wie ich gehört habe, das ist da diese Kettengarn, er ist ganz lüftig und braucht man nicht zu viel. Genau, das ist da wirklich ganz angenehme, weiche Garn und soll perfekt sein für Kinder. So, das ist da eine. Und Nummer 2 habe ich von der gleichen Firma. Und das ist da Linealo. Heißt,
in 100 Gramm ca. 280 Meter, 40% Lein, 32% Baumwolle, 28% Viskose. Ich habe was im Kopf, was ich gerne für mich stricken werde, aber ich weiß nicht wann, wann werde ich das machen. Ja, und das ist da Garn. Nicht gleichmäßiges. Da gibt es eine Stelle, die ein bisschen nicht ganz gut verzwirrt wird. Ja, und diese Stelle ist dicker als diese Stelle. Und wahrscheinlich werde ich eher glatt rechts stricken, ohne irgendwelche Lochmuster oder noch irgendwelche Muster, weil die Wolle oder Garn, denke ich, wird von selbst eine Muster wegen dieser Unregelmäßigkeit an den Zwirrung geben. Und ich habe 2 verschiedene Farben genommen. Das ist nur eine Knolle in Grün. Und hier gibt es noch auch Rosa. Und 4 Knolle, sage ich, von dunkelblau bis hellblau in grau geht sowas. Aber das ist auch ganz angenehme Garn. Und wie die Verkäuferin gesagt haben, das wird ein Strickstück für die Ewigkeit. Ja, glaube ich auch, dass es da ganz gute Zusammensetzung und denke ich, die Qualität von der Wolle. Und für mich, dass es entscheidet so, dass ich den Strickstück in Waschmaschine waschen darf. Genau. Ich mag nicht, wenn man mit dem Hände was wäscht. Ja, aber wenn man von der Wolle strickt, dann muss wahrscheinlich was mit den Händen waschen, aber ich versuche es zu vermeiden. Und wenn ich die Wolle in den Laden kaufe, dann erstes auf was schaue ich, ob diese Garn in Waschmaschinen waschen darf. Genau. Das ist da meine Einkäufe für das nächste Sommerprojekt und dann wahrscheinlich jetzt bald wird es. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja. Ich habe mich angemeldet für den Workshop bei Thorsten Just Do It in Magdeburg. Ich wollte mich für 2 Tage anmelden. Das wird eine am Freitag und dann zweite am Sonntag. Erste, das ist Toe-Up-Socken und zweites, wie ich verstanden habe, da wird Color Block gestrickt und danach geschnitten. Die werden für mich eher interessanter, aber leider war ich zu spät oder nicht so schnell, sage ich. Und deswegen habe ich nur den Platz für Toe-Up-Socken bekommen.
Und auf den zweiten Tag bin ich auf Warteliste. Aber das wird im September in Magdeburg, wie ich gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich die Plätze bekommen habe. Ich habe noch keine Bestätigung bekommen. Und deswegen weiß ich nicht, ob soll ich ein Hotel buchen oder nicht. Eigentlich, die wurde mir geschrieben, dass für Freitag den To-Up-Workshop, hoffentlich ich ausspreche das richtig, Plätze gibt. Und ich habe geschrieben, ich wollte es buchen. Okay, mal sehen. Das wird in September am 9. Und das ist noch 1,5 Monate noch dazu. Wahrscheinlich kommt es eher zu den Termin, die Bestätigung. Und ich wollte ganz lange schon in Magdeburg eine Sehenswürdigkeit besuchen, wo die zwei Flüsse durch den Brücken quasi einen nach dem anderen war. Hoffentlich wir bekommen ganz gute Wetter in diesem Tag und mein Wunsch wird wahr. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und genug Zeit für unseren Hobby. Tschüss!